Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute seht ihr den dritten Teil von meinem Schildbau. Ich hoffe, das erste und zweite Teil hat euch gefallen. Da ja leider zum zweiten Teil keiner eine Bemerkung gemacht hat, wie der Schild gestaltet werden soll und ein Freund bei Facebook sich halt gemeldet hat, wie er ihn gerne aussehen haben möchte, werde ich jetzt ein Wappenschild draus machen. Also, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal so ein bisschen an, das Ganze zu erklären. Und zwar habe ich mir erstmal am Monitor von dem Bild auf die Größe vergrößert, die ich haben wollte. Und dann quasi vom Monitor auf Papier abgezeichnet. Kann man natürlich auch ausdrucken. Ne? Habe das Ganze quasi in der Mitte aufgelegt, nachdem ich von der mittleren Kante und hier die Mitte gemessen habe. Bin dann hingegangen, habe mir noch aus Pappe erstmal eine Schablone gemacht für Metallbeschläge. Das habe ich quasi, werde ich das machen. Erstmal, dass das nachher ein bisschen hübscher aussieht, also quasi hier an den zwei Ecken, ne, also hier mittig. Dann kann ich nämlich später dann, das ist dann für die Hälfte, finde ich dann einfacher. Werde ich dann nachher eine Kordel spannen oder was, damit das dann alles auch mittig ist. So, dann wird das Ganze, das Papier, den brauchen wir nicht mehr. Habe ich ja jetzt schon aus Dreiermatte ausgeschnitten. Dann kleben wir das Ganze jetzt erstmal drauf. Ja. So, das soweit zur Erklärung erstmal. Das Ganze machen wir wieder mit Heißkleber, das geht schneller. Kann man natürlich auch mit Pateks machen wieder, aber das liegt halt an euch, wie ihr das gerne habt. Guckt dann, dass das Ganze mittig ist. Ich mache dann immer schon mal die Linien, weil ich mit dem Heißkleber dann halt genau weiß, wo ich lang kleben muss. Okay, das ist schon mal runtergefallen. So. Und dann machen wir das Ganze hier oben auch noch mal. So. Gucken, dass er das doch schön mittig macht. Deshalb hier auch noch mal so die Linien immer drauf gemacht. Also die hier, damit ihr euch da orientieren könnt. Dass das nachher auch so weitgehend mittig sein sollte. So ein Millimeter oder was, das fällt nicht auf, aber sollte schon möglichst mittig sein. So, dann gehen wir mal hin. Fangen an irgendeiner Seite an. In dem Fall würde ich mal sagen, wir fangen hier unten an. Da ist dann wieder eine Heißklebepistole mit relativ großer Düse, dann wieder relativ gut, weil da können wir schnell große Flächen mitmachen. Aber wie gesagt, erstmal nur so ein Stück machen. Das ist dann von da aus können wir dann weiter arbeiten. So. Jetzt haben wir schon mal. Da gehen wir jetzt hin. Machen das Teil hier. Bei Heißkleber müsste man gucken, dass er relativ zügig arbeitet, damit das sich nicht abkühlt. So. Aber immer aufpassen, dass ihr euch halt die Pfoten nicht verbrennt. Ja? Da solltet ihr auch immer gucken. So ein bisschen habe ich wieder dran, aber das ist, wenn es nicht zu heiß ist, dann geht das schon. Mit der Zeit habt ihr so eine leichte Schmerzimmunität entwickelt. So. Ich mache dann auch immer so ein bisschen kreisende Bewegungen. So, also jetzt beim Auftragen von Heißkleber. So, dann haben wir das Ganze jetzt drauf. So, so sieht das jetzt schon mal aus. Ne? Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ja? So, dann bin ich jetzt hingegangen und habe Nieten ausgestochen. Und zwar, so ganz simpel, habe ich genommen, 5er, 6er Matte, ein Locheisen, die kriegt ihr im Baumarkt oder manchmal auch so in so einem 1-Euro-Shops, ne? Je nachdem, so als für 10 Euro oder so hat, kriegt ihr die auch als ganzer Satz schon mal. Also muss jetzt nichts teures sein. Das Ding hat, glaube ich, hier der ganze Set, was ich hatte, auch nur so 10 Euro oder was gekostet. Und dann geht er hin und steche die quasi aus. Ja?
sind jetzt noch ein paar, weil ich das nochmal demonstrieren will. Dann geht er immer an irgendeiner Stelle hin. Ich fange jetzt am besten mal hier unten irgendwo an. Mache ich einmal hier eine. So, dann machen wir weg. Und dann hier quasi auf den Ecken oben auch nochmal. Erstmal. Und von da aus messen wir dann, dass wir die ungefähr alle dann gleich haben. Vom Abstand her. Dass das alles schick aussieht. So. Da. Hier oben setzen wir noch eine. Dann können wir wieder hier die Linie dann nehmen. Ungefähr wissen, wo die Mitte da ist. Und von den Punkten kann man dann quasi immer messen. Jetzt gehen wir mal hin. Das hier ist ein weißer Marker, der ist ein bisschen dünner. Kann man auch andere nehmen, aber dadurch, dass ich halt mit schwarzer Matte hier gearbeitet habe. So, dann haben wir hier ungefähr 25. Dann machen wir so alle 5 cm. Machen wir dann eine Niete. So. Dann nehmen wir halt die längeren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. So. Ja. Und dann machen wir das dann quasi einmal rundherum. Dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich alles drauf habe. Also bis später. So Leute. Soweit sieht es jetzt gut aus. Habe jetzt überall die Nieten aufgeklebt. Ja. Ein bisschen noch frickeln hier vom Dings, vom Heißkleber. Gehe ich noch einmal schnell mit dem Heißluftföhn drüber und dann ist das auch weg. Ja. Also so sieht das jetzt quasi aus. Ich hoffe, das kann man sehen. So, dann bin ich auf der Rückseite hingegangen, habe die Lederplatte drauf geklebt, beziehungsweise 2. Also, ein bisschen Abstand ist hier noch, aber naja gut. Habe ich nicht ganz sauber gearbeitet. Bin es quasi hingegangen, habe eine Schablone gemacht. Also, quasi, das war mal die Schablone. Habe dann das Lederstück ausgeschnitten und habe das dann auf die Schrauben drauf gedrückt. Das hat sich dann quasi, ja, mal gucken, zum Demonstrieren, das ist dasselbe Leder. Ist dann quasi hier so gedrückt. Kann man natürlich auch irgendwie Farbe drauf machen und wie ihr seht, sieht man dann hier so den Abdruck. Ne? Und habe das dann mit einer Lochzange und anschließend mit einem Locheisen ein bisschen größer gemacht. Und dann halt mit Pattex draufgeklebt. Das andere Teil habe ich dann, um Pappe zu sparen, quasi aus dem Teil ausgeschnitten. Habe das dann unten dran geklebt. So, das wäre dann jetzt erstmal. Später kommen dann hier noch die Lederriemen ran. Ja, und dann können wir jetzt quasi schon mal anfangen zu pinseln. Ne? So, werde ich jetzt erstmal noch schnell mit dem Heißluftföhn drüber gehen. Schnell mal anklemmen das Ding. So, das war es schon mit dem Heißluftföhn. Mehr machen wir da jetzt gar nicht. Dann nehmen wir uns die Farbe. Und dann werden wir das Ganze erstmal wieder in Schwarz machen. Wie immer, Standardfarbe. Und dann sehen wir uns quasi wieder, wenn ich anfange, die richtige Farbgebung zu machen. Also bis später. So Leute, ich habe schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wird das Ganze ja in zweierlei Farben gemacht. Die Seite hier rot, die bleibt schwarz. Das Gold, also der Stierkopf. Und der Rand halt in Metall. Und der Rest, die Rückseite, muss ich mal gucken, ob ich Holz mache oder Metall. So, bin jetzt hingegangen, habe jetzt auf beide Seiten kleine Nadeln. Deshalb hatte ich auch geguckt, dass das hier mittig ist. Bin dann mit Garn hingegangen. Hätte vielleicht jetzt nicht schwarze, sondern besser weißes, dass man besser sieht. Quasi um hier eine Linie zu machen. Wie ich sehe, ist auch nicht so ganz gerade geworden vom Klebeband. Aber das liegt daran, dass das hier nicht auf dem Ding drauf ist. Müsste aber so. Ja.
ich vielleicht noch ein klein wenig weiter rüber. Bin da mit Klebeband quasi hingegangen. Obwohl das hier oben ist es gerade. So. Hab dann quasi, weiß ja nicht, Malerklebeband ist das. Gucken, dass das nicht zu gut klebt. Bin dann quasi jetzt hier hingegangen, habe die Linie hier gemacht, damit ich dann quasi hier das alles pinseln kann. Ich hoffe mal, das ist soweit erstmal klar. Und dann fangen wir jetzt an, machen das Ganze hier weg, mal abgesehen vom Klebeband. Und dann würde ich sagen, fangen wir an zu pinseln. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe jetzt transparent mit ein bisschen Rot gemischt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das mit dem Pinsel so weit hinkriegen. Kann sein, dass wir da mehrmals drüber gehen müssen, weil das nicht so gut deckt. Aber wir versuchen das jetzt erstmal hier. So Leute, jetzt haben wir dort erstmal so ein Rot und lassen wir ein bisschen trocknen. Mal gucken, machen wir schon ab. Ja, machen wir schon mal runter. So. Und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Ne? So Leute, ich bin jetzt nochmal mit einer zweiten Schicht Rot drüber gegangen. Das war noch nicht so gut am Decken. Kann auch sein, dass ich noch eine dritte oder so drüber machen muss, weil ich nicht mit purer Acrylfarbe drüber gehen will. Dann habe ich hier oben noch so ein bisschen transparentes Flexipin drauf gemacht. Und noch so ein paar Abgüsse, also hier an den Spitzen, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Und dann gehe ich jetzt schon mal hin und werde mal gucken, dass ich den Stierkopf schon mal so ein bisschen Gold mache. Damit wir das diesmal wirklich richtig schön haben. Ich direkt mal ein bisschen dicker drüber gehen. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. So, dann lassen wir das Ganze erstmal wieder trocknen. Ne? So Leute, dann geht es mal weiter. Und zwar, wenn wir jetzt hingehen und machen den Rand erstmal Metall. Erstmal Gunmetal, ein bisschen dunkler. Und danach noch so ein bisschen Akzente setzen mit Acrylfarbe. So, Highlights. Ich glaube, Highlights nennt man es. So. So Leute, dann gehen wir jetzt mal hin. Wir haben ja hier auf den Teilen haben wir ja auch noch ein bisschen was an Verzierung, also 2 Abgüsse drauf gemacht, um das Ganze noch so ein bisschen optisch aufzuwerten. Dann gehen wir jetzt hin, nehmen noch mal einen kleinen Schwamm. Damit das Ganze ein bisschen hübscher aussieht, kriegt das auch noch so ein bisschen Gold verpasst. Vorsichtig tupfen. Dann sieht das alles nämlich auch was schicker aus. So. Nicht zu dick drauf, dass noch ein bisschen das Schwarz durchkommt. Das sieht dann ein bisschen Altgold aus. Also das macht ein bisschen noch so, ein bisschen Tiefe bringt es rein. So, hier oben machen wir das auch noch. Kann man dann wahrscheinlich auch besser sehen. Naja, so gut wahrscheinlich auch nicht, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So. So, dann lassen wir das Ganze erstmal noch was trocknen. Und dann machen wir die Rückseite dann auch im Metall.
So Leute, die Front ist jetzt soweit trocken. Jetzt gehen wir auf die Rückseite und an den Rand. So, fangen wir erstmal beim Rand wieder an. Deshalb von oben immer so schon ein bisschen so nach unten runter von der oberen Seite überlappend, damit er auch wirklich alles erreicht. Ja. Und dann werden wir dann einmal komplett jetzt rund gehen. Ja, am Endeffekt aufpassen müssen wir ja nicht mit der Farbe. Ganz sehr die Rückseite komplett in Metalloptik sein soll. So Leute, dann geht es mal weiter. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen umentschieden. Statt Acrylsilber nehme ich jetzt vom Flexi-Paint das Silber. Trage das jetzt immer so ein bisschen auf. Dass stellenweise noch ein bisschen was heller wieder wird. Und nachher gucken wir mal, wie es dann aussieht. Dann gehe ich eventuell nochmal stellenweise mit ein bisschen Acryl drüber. Und selber machen wir dann auf der Rückseite auch. Und dann sehen wir uns dann, wenn das Ganze soweit fertig ist. So Leute, dann gucken wir jetzt mal. Das Silber, was ich drauf ist, auch trocken. Aber irgendwie sieht das immer noch nicht so wirklich schön aus. Also wenn wir jetzt mit ein bisschen Silberacryl noch so ein bisschen das Ganze metallischer machen. Nimmt da wieder einen Schwamm. Macht das ein bisschen drauf. Und dann bürstet er so leicht drüber. Also wirklich nur so ein bisschen, ne? An den Kanten so ein bisschen drüber. Das sieht auch immer gut aus. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video jetzt gut sehen kann. Ich muss auch jetzt immer so ein bisschen den Hals verrenken. Ich hoffe, das sieht man. Ja, aber wirklich nur so ganz dünn immer. Und dann immer so ein bisschen bürsten mit dem Schwamm. So an den Kanten so ein bisschen. Kanten sieht immer gut aus. Das lässt die Kanten dann was schärfer wirken, wie sie eigentlich sind. Und das Silber, das sieht dann halt ein bisschen metallischer aus. So. Ich hoffe, das kann man so sehen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also was ich hier so sehe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das auf dem Video rüberkommt. Auf jeden Fall sieht das schon wesentlich metallischer aus. Glänzt an ein paar Stellen auch ein bisschen. So, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Silber. Die Rückseite werden wir dann auch noch machen und die Seiten. Und dann sind wir bald so weit, dass wir anfangen können zu topcoaten. Wenn man ein bisschen zu dick ist, geht er einfach mit der Kante hin oder mit einem Stück von dem Schwamm, wo keine Farbe drauf ist. Wie gesagt, immer so ein bisschen noch drüber ziehen. Ne? Vielleicht kann man das ja sehen im Video. Ich hoffe, nie zu dick drauf machen. Lieber dann noch ein, zweimal nachgehen. So. Sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Dann drehen wir das Ganze nochmal um. Machen das quasi noch an den Rändern.
Da müsst ihr dann mal jetzt ein bisschen gucken oder dann ein bisschen tiefer runterzieht. Das hier wackelt. Das ist natürlich oben ein bisschen blöd, aber das ist immer schlecht mit einer Hand dann zu pinseln, mit der anderen der Farbe und das Ganze dann auch noch festzuhalten. Wie gesagt, dann wirklich nur so relativ dünn drüber. Aber wie ihr hoffentlich auf dem Video schon sehen könnt, das hebt die Metalloptik dann doch schon ein bisschen. Müssen nur gucken, halt, dass er den richtigen Silberton erwischt. Ne? Ich habe jetzt aus Zufall, habe ich den jetzt gefunden gehabt. Den gab es zwar da schon länger, habe ich auch schon ewig gesehen, meine ich. Aber irgendwie ist das bis jetzt der schönste Silberton, den ich gefunden habe. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt noch mal ein bisschen trocknen. Und dann fangen wir an zu topcoaten. Einen Schuss rein. So, dann fangen wir mal an. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann machen wir die Rückseite. So Leute, die Front ist jetzt trocken. Jetzt machen wir die Rückseite. So. Jetzt fangen wir mal damit an. So Leute, jetzt ist auf der Rückseite auch der Topcoat drauf. Und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen. So Leute, der Topcoat ist trocken. Bin jetzt schon mal hingegangen, habe schon mal die Lederriemen dran gemacht für nachher zum Halten. Und zwar ist ja eine Doppelhalterung. Einmal quasi für so und einmal von oben. Dafür haben wir dann quasi, können wir dann einmal so machen. Habe das Ganze jetzt ein bisschen breiter gelassen von den Griffen. Also ich persönlich mag es lieber, wenn sie was enger sind, aber dadurch, dass ich relativ kleine Hände habe, habe ich es ein bisschen größer gelassen. Also wenn etwas strammer ist, ist es natürlich besser für das Halten nachher. Also bei mir auf jeden Fall, aber das ist halt Geschmackssache. Zur Not muss man halt nochmal eine Seite losmachen. Die sind ja festgeschraubt. Und dann kürzt man das nochmal ein bisschen oder setzt das Loch noch ein bisschen weiter hinten, dass das quasi was enger hier wird. Also so ist es ja schon ziemlich viel Spiel. Ne? Also es hängt halt von ab, weil ihr für Hände habt oder ob ihr noch Armschienen dabei so das tragt, das ist ja dann je nachdem. So, das wäre dann quasi so die Halterung. Das ist dann einmal quasi, ich demonstriere mal, einmal quasi für so und einmal für so. Ja? So Leute, dann gucken wir mal. Bisschen eng in der Ecke, aber ich hoffe zu zeigen reicht das. Also so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr das am Arm so habt. Also, ja, wie gesagt, ist ein bisschen schwabbelig, weil ich hätte besser was enger. Und dann kannst du einmal quasi von oben, dass das dann halt quasi so hast. Ja? Ich glaube, ich werde das Ganze wirklich noch ein bisschen enger machen. Oder wenn der Havoc vorbeikommt, passe ich dem das so noch was an. Das ist ein bisschen wabbelig an den Dingern. Hätte ich besser noch ein bisschen wirklich enger gemacht. Also dass das was tiefer ist und strammer sitzt. Aber wie gesagt, das kann man noch nachträglich machen. Eine Schraube losgedreht, also eine Mutter. Das Loch ein bisschen weiter gesetzt und dann klappt das schon. So, dann tun wir das Ding hier mal auf Seite. So sieht das Ganze dann aus. Ne? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Ne? So. Ich glaube, das ist ganz okay. So Leute, der Schild ist jetzt fertig. Ich hoffe, das Video bzw. die 3 Teile dazu haben euch gefallen. Wenn ihr sonst noch irgendwas gebaut haben wollt, ein Schild oder irgendwas Spezielleres vielleicht haben wollt, mal ein Video von, würde mich freuen. Schreibt das unten in die Kommentare.
Likes und vor allen Dingen Abos sind gerne gesehen, damit unterstütze meine Projekte. Ja. Also, dann hoffe ich mal, man sieht sich. Wir sehen uns.